Hallo ihr Lieben! Heute werde ich einen Vergleich anstellen zwischen diesem Bilderdruckpapier und dem Fotolaserdruckpapier und mal schauen, wie die Dekalkomanie darauf funktioniert. Hier Ausschnitte aus meinem letzten Video mit Bilderdruckpapier. Und heute soll es auch gehen um das Thema Symmetrie, was in der Natur sehr präsent ist. Hier seht ihr Blüten oder Schneeflocken, die eine Symmetrie aufweisen. Wunderschön, und ich versuche das heute mal in dieser Art umzusetzen. Lasst euch überraschen. Wir starten also mit dem Bilderdruckpapier, das sehr schwer im Moment im Internet zu bekommen ist. Ich habe noch eine kleine Menge davon. Ich teile dieses A3-Papier in 2 Stücke, so dass ich ein A4-Blatt habe. Für meine Symmetrieversuche möchte ich das Blatt jetzt einmal falten. Ich kann es in dieser Richtung oder in der Gegenrichtung falten. Das entscheidet ihr. Meine Farben sind 2 Aquarellfarben, ein lila Ton und ein Orange. Mit ein bisschen Wasser löse ich sie noch an und dann kann es schon losgehen. Zunächst einmal zeige ich euch das Vorgehen nochmal etwas langsamer, das heißt in Echtzeit. Trage die Farbe auf, klappe und klappe auch wieder auf. Und nach jedem Klappen verändert sich das Bild, solange die Farbe noch feucht ist. Mehr Farbe dazu und nochmal klappen. Sobald ich mit einem ersten Druck zufrieden bin, föhne ich das Ganze, damit es sich nicht mehr so verändern kann. Jetzt kommt die zweite Farbe ins Spiel. Wenn ich damit über das Lila streiche, mischen sich beide Farben. Das heißt also, die Farbe ist nicht nach dem Föhnen komplett trocken, sondern löst sich auch wieder an. Ich lasse den Film jetzt etwas schneller laufen und ihr könnt mir einfach mal zusehen. Beim Zusammenklappen könnt ihr mit dem Fingerdruck bestimmte Formen und Strukturen erzeugen. Nach kurzer Zeit bekommt ihr sicherlich ein Gespür dafür. Wow, das sieht gut aus.
sehr meditativ, transzendent, sphärisch, einfach toll. Mit einem sauberen, gut ausgewaschenen Pinsel kann ich auch Farbe wieder wegnehmen. Das seht ihr hier. Sie löst sich von der spiegelglatten Oberfläche des Bilderdruckpapiers ohne Probleme und so kann ich auch wieder Helligkeiten herausarbeiten. Schaut mal diese Tiefe, Wahnsinn. Nach dem Trocknen schaue ich mir das Ganze mal im Passepartout an. Das ist ein größeres Passepartout, ein A4-Ausschnitt. Naja, das ist mir zu groß. Da ist zu viel Struktur drauf. Es wäre vielleicht besser, und das werde ich wahrscheinlich auch machen, ja, einen kleinen Ausschnitt zu suchen. Entweder diesen oder auch einen anderen symmetrischen Ausschnitt. Aber man kann natürlich auch die nicht symmetrische Seite nehmen und da findet sich meistens eine Art Landschaft, so wie hier oder hier. Hier nochmal meine 3 Möglichkeiten. Da man das Bilderdruckpapier schwer bekommt, versuche ich jetzt einfach mal mit Laser-Fotopapier glänzend, also für Laserdrucker, nicht für Tintenstrahldrucker, und mache etwas Ähnliches, um einen Vergleich zu haben. Es ist, wie ihr seht, einiges an Zufall, aber auch einiges an Steuerung möglich. Der Unterschied zum Drucken mit Acrylfarben ist, dass diese Farben sehr fein pigmentiert sind und in der Regel alle mehr oder weniger transparent. Und das ergibt diese transparente, transluzide Art zu drucken. Wenn ihr ein solches Bild aufhängen wollt oder aufmontieren auf Holz, solltet ihr die Oberfläche schützen, denn sie ist sehr, sehr wasserlöslich. Ihr wählt am besten einen UV-Sprayfirnis, der auch für Acrylfarbe
geeignet ist und sprüht in einem Abstand mit Trocknungszeit dazwischen die Oberfläche vorsichtig ein. Danach ist sie auch relativ wasserfest. Das habe ich euch auch in meinem letzten Video gezeigt, das ich hier in der Beschreibung unten drunter nochmal verlinke. Hier nutze ich ausnahmsweise auch mal eine weiße Aquarellfarbe, um Partien nochmal etwas pastelliger oder heller zu machen. Zum Schluss zeige ich euch nochmal auf Laserdruckfotopapier eine monochrome Anwendung, was auch wunderbar funktioniert. Eine aggressive Krabbe. Ja, es entstehen oftmals Tiere, eben weil in der Natur auch das Symmetrieprinzip gilt. Hier seht ihr nochmal gut, wie ihr feinste Strukturen erzeugen könnt. Mit diesem Auf- und Zuklappen und den verschiedenen Daumen- oder Fingerdruckbearbeitungen. Für mich muss Kunst auch immer Spaß machen. Und das ist eine Technik, die macht das definitiv. Wenn ihr die Dekalkomanie auf diese Art und Weise macht, geht das weit über den normalen Klecksdruck hinaus, denn es sind viele Arbeitsgänge, die ihr da macht und auch gezielte Farbaufträge, die in die eine oder in die andere Richtung führen. Trotzdem lasst ihr den Zufall immer mitarbeiten, das ist doch klar. So künstlerisch und anspruchsvoll diese Technik ist, sie ist dennoch einfach und intuitiv und aus diesem Grund auch für Anfänger und Kinder geeignet.
bei jedem Aufklappen wieder eine kleine Wundertüte. Schaut doch mal. Wow, das begeistert mich. Hier nochmal ein etwas größerer Ausschnitt, aber ich denke, dank der sehr vielen Strukturen, die drin sind, ist für mich das kleine quadratische Format für diese Art von Arbeiten das Richtige. Hier nochmal meine Varianten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.